Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Heute wird sich mal alles um die Feuerwehr drehen. Die haben wir zwar seit 11 Jahren hier schon im Einsatz und viele von euch haben sie auch schon gesehen, aber so richtig ausführlich darüber berichtet haben wir noch nie. Denn ich höre zum Beispiel oft, wenn hier das Wohnhaus in Knuffingen brennt, dass viele sagen, die das sich anschauen, über 30 Feuerwehrautos ist ja völlig unrealistisch. Ist es nämlich nicht. Deswegen möchte ich mal heute so ein bisschen erklären, was wir uns bei den Feuerwehreinsätzen so eigentlich gedacht haben und wie dicht wir an der Realität bleiben. Wir fangen nämlich eine neue Serie an, in der wir mal alle unsere 11 großen Wunderland-Einsätze mal vorstellen wollen und mit schönen Kameraperspektiven mal wirklich jeden Einsatz ein Video schneiden wollen und die Geschichte dahinter erzählen. Und anfangen werden wir hier mit dem Wohnhausbrand. Feuerwehr- und Rettungsdienst in Knuffingen, wo genau ist der Notfallort? Hier ist Schmidt aus der Schlossstraße. Da brennt eine Wohnung an der Ecke Brauereigasse im 2. Stock. Sind da noch Personen in der Wohnung? Nein. Sie sind vor Ort und können die Feuerwehr einweisen? Ja, ich bleib dann so lange hier. Aber kommen Sie denn nu? Wir sind schon unterwegs und sind gleich bei Ihnen. So, hier sitze ich nämlich dort, wo meine ganzen Softwareprogramme und auch die Feuerwehreinsätze entstehen. Im Jahre 2000 habe ich schon angefangen, die Fahrzeugsteuerung zu schreiben, die also die Autos, die Schiffe, die Flugzeuge steuert, halt auch die Autos. Die Autos sind ein ziemlich umfassendes System, was bis heute gewachsen ist und immer perfekter geworden ist mit den Ampelschaltungen und rechts vor links und den ganzen Vorfahrts- und Wegfindungsregeln. Ich habe vom ersten Tag an versucht, es so realistisch wie geht darzustellen. Wir haben das Vorbild, die Hamburger Feuerwehr, genommen, habe die oft und lange beobachtet und habe versucht, wirklich jedes Detail dort unterzubringen. Es sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, wenn ein Löschzug alarmiert wird. Alle laufen zu den Fahrzeugen. Wer fertig ist, schaltet schon mal Blaulicht und Licht an, zieht vielleicht schon mal auf den Hof vor sein Fahrzeug. Und dann dauert es immer einen kurzen Moment. So 10, 15 Sekunden dauert es und die fahren noch nicht los. Und der Hintergrund ist ganz einfach. In Hamburg ist der Löschzug ein Einsatzleitwagen, also ein kleines Fahrzeug, und dann 3 große Löschfahrzeuge, 2 Löschfahrzeuge, eine Drehleiter. Die rücken in einer bestimmten Reihenfolge aus. Das hat verschiedene einsatztaktische Hintergründe. Aber als erstes fährt der kleine Einsatzleitwagen. Und in dem sitzt der Zugführer und der hat unter anderem auch die Aufgabe, die Einsatzdepesche abzuholen aus dem Büro. Das dauert halt einen kleinen Moment und deswegen warten die großen Löschfahrzeuge kurz. Wir haben ganz oft von der Hamburger Feuerwehr hier Angehörige und habe es mehrfach erlebt, dass die Kollegen da standen, sich den Einsatz angeguckt haben, sich daran erfreut haben und dann irgendwann sagten, hey, guck mal Bernie, ist wie im echten Leben, wie bei uns, wir warten auch immer auf dich. Und dann freue ich mich, dann weiß ich, alles klar, erstens, es passt und zweitens, es wurde entdeckt. Und so habe ich wirklich versucht, den gesamten Einsatz in seinem gesamten Ablauf möglichst, was wir so an technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten haben, perfekt darzustellen. So zum Beispiel möchte ich immer dafür sorgen, dass die Drehleitern, also die Fahrzeuge mit der Leiter, immer direkt vorm Gebäude stehen. Das ist in echt auch so, dass wenn irgendwo es auf dem Dach brennt, dann bringt es überhaupt nichts, wenn man die ganzen Löschfahrzeuge, die zwar Wasser an Bord haben, direkt ums Haus stellt, aber die Leitern, mit denen man vielleicht von oben löschen könnte, die stehen ganz weit weg und sind zugeparkt worden. Hat zum Beispiel auch den Hintergrund, das passiert in Hamburg auch ganz oft, wenn es in engen Bereichen der Innenstadt oder so brennen sollte, dass der normale Löschzugverband, Löschfahrzeug, Drehleiter, Löschfahrzeug, aufgehoben wird und über Funk der anrückende 3. Löschzug als Beispiel aufgefordert wird, dass er bitte mit der Drehleiter voran zur Einsatzstelle fahren soll, damit die Drehleiter direkt vors Gebäude fahren kann. Auch solche Sachen haben wir über die Jahre realisiert, passiert bei uns auch, dass das Löschfahrzeug kurz anhält, die Drehleiter über die Bushaltestelle in dem Fall bei uns überholt und somit als erster an der Einsatzstelle ankommt. Obwohl da schon 20 Autos stehen, steht sie direkt vorm Gebäude. Klingt simpel, macht viel Spaß, da die Lösung zu finden und manchmal rauft man sich die langsam grau werdenden Haare, bis man die Lösung hat. Ich habe jetzt hier den Einsatz gestartet, den starten wir mit der Hand, das machen wir so alle Viertelstunde. Es hat verschiedene Gründe, dass wir einfach wollen, dass der Einsatz perfekt läuft und wenn gerade ein Monsterstau in Knuffingen ist, dann macht es keinen Sinn, da auch noch die Feuerwehr reinzujagen oder so. Da gibt es bestimmte Kriterien, aber grob alle Viertelstunde wird ein Einsatz gestartet. Hier ist der erste Löschzug schon alarmiert, da sieht man genau diese Szene, die ich vorhin meinte, dass die großen Fahrzeuge schon mit Blaulicht auf dem Hof stehen und warten und da fährt der Einsatzleitwagen jetzt los. Parallel habe ich hier einen Rauchgenerator, der unter der Anlage ist, gestartet, der diesen Rauch produziert. Und den bringen wir von einer zentralen Stelle, wo wir den Rauch produzieren, über unterirdische Kanäle und Ventilatoren an die verschiedenen Einsatzstellen. Und die Fahrzeuge fahren jetzt hier in diese kleine Gasse, direkt da, wo das Haus brennt, und stellen sofort fest, das ist eine größere Nummer, der Brand könnte sich ausbreiten. Hier geben wir mal zweiten Alarm, das heißt, der Nachbarlöschzug wird alarmiert. Der ist hier oben, die haben jetzt auch schon Blaulicht an und haben sich so ein ganz klein bisschen den Weg schon freigesperrt, damit sie mit Martinshorn und Blaulicht schön flüssig hier über die Landstraße bis zur Einsatzstelle fahren können. Wenn ein Wohnhaus in größerem Ausmaße brennt, macht es auf jeden Fall Sinn, egal ob vielleicht gar keine Menschenleben in Gefahr sind, Rettungswagen in Bereitstellung zu haben. Da alarmiere ich im Laufe dieses Einsatzes 4 oder 5 Stück und die stellen sich dann hier so ein bisschen abseits in Bereitstellung. Mittlerweile hat sich das Feuer bis ins Dach ausgebreitet.
Das heißt, es wird 4. Alarm gegeben. Das heißt, von dieser Seite der Anlage unterm Schattenbahnhof wird jetzt alles alarmiert, was wir haben. Es werden 2 weitere Löschzüge und diverse Sonderfahrzeuge hier zum Einsatz geschickt. Das THW nimmt hier unten Aufstellung, steht sozusagen in Bereitstellung, um die Feuerwehrkräfte hier zu unterstützen. Und die Sonderfahrzeuge kommen jetzt hier über die Autobahn und auch gleichzeitig von unten sozusagen von allen Seiten und finden ihren Platz an dem Einsatzort. Wenn die Feuerwehr kommt und das Martinshorn anmacht, ist es selbstverständlich so, dass kein anderes Fahrzeug mehr auf dem Weg über Grün fährt. Das heißt, die Feuerwehr hat immer Vorrecht. Was aber passieren kann, ist, dass genau an der Kreuzung, wo die Feuerwehr durch möchte, die Ampel gerade rot ist und ein Stau an genau dieser Ampel ist. Sollte ein Fahrzeug an einer Ampel stehen, wo die Feuerwehr hornt, die Feuerwehr aber hinter einem sein, das Ganze länger als 10 Sekunden sich nicht bewegt, dann fahre ich über Rot. Mittlerweile ist es ganz schön, ich kriege so ungefähr nur noch einmal im Monat so ein Feedback, die Drehleiter wollte da dran, von da kam die Polizei. Und dann übrigens, wenn von da der Coke-Truck kommt, der ja nur da abbiegen darf, weil er seine schönen 142 Leuchtdioden an der Tunnelwand da zerkratzt, die Feuerwehr möchte aber, dass der Coke-Truck geradeaus fährt, weil da schon die Straße gesperrt ist, dann sitze ich da und muss dann in einen mittlerweile 12.000 Zeilen langen Einsatz, das heißt in meiner internen Programmiersprache ist dieser Wohnhausbrand 12.000 Zeilen lang mit Bedingungen und dann schickt das Fahrzeug dahin, eine Lösung finden, wie der Coke-Truck es nie wieder macht, dass er in dem Moment an der Stelle steht. Aber bis jetzt ist es immer geglückt, aber manchmal ist es eine Herausforderung und nicht immer macht es Spaß. Irgendwann habe ich bei einem kleinen Detail aufgehört, ganz exakt dem Hamburger Vorbild zu folgen. Es ist der größte Einsatz, es ist wir zeigen alles, was wir haben und können Einsatz. Das heißt, hier hinten stehen auch ab und zu mal 1, 2 Fahrzeuge, die bei einem echten Brand vielleicht nicht kommen würden. Da denke ich mir dann irgendwas so aus, wie ich es erklären würde, wenn mich mal jemand darauf anspricht. Hauptsache, ich kann alle unsere Autos da in die Straße stellen. So zum Beispiel auch unseren 5. Löschzug, den wir gerade im Bau haben, denn wir haben seit 11 Jahren die Feuerwehr eigentlich immer uns daran orientiert, was wird in Hamburg gerade als neuester Löschzug angeschafft. Dann wurde der auch für Knuffingen gebaut. Den Löschzug sind wir fleißig am Bauen. Ein Löschfahrzeug ist nämlich schon fertig, ein HLF. Zweites HLF ist Axel gerade am Bauen, dann kommt die Drehleiter noch dazu. Und so sind also 6 neue Fahrzeuge im Bau, beziehungsweise 2 schon fertig. Und die werden wir demnächst dann auch mal vorstellen. Hier ist das Feuer gelöscht, die Fahrzeuge rücken langsam wieder ein. Und wie gesagt, wir werden in den nächsten Monaten euch versuchen, im 2-Wochen-Rhythmus alle unsere großen Knuffinger und amerikanischen und Flughafen-Einsatzszenarien mal zu zeigen. In kleinen Filmchen, die wir schön in Szene setzen. Wir haben einen neuen Stolz am Knuffinger Flughafen. Das ist eine Frachtmaschine von FedEx. Da zeige ich euch am Ende jetzt ein paar schöne Eindrücke. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Freue mich auf die nächste Folge, die wahrscheinlich mal wieder von der Hafen City und der Elbphilharmonie handeln wird. Tschüss!